Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Russian Fishing 4 mit mir, dem Underwater Frank. Wir wollen heute mal auf Dryaginsaibling gehen. Ich habe den gestern schon im Stream beangelt. Heute ist Sonntag, der 3. Advent, also ganz aktuell das Video und ich bin sehr gespannt, wie gut wir jetzt fangen. Also gestern im Stream habe ich auch meinen PB-Dryaginsaibling gefangen. Dafür gehen wir jetzt hier nach Norden auf der Karte an der Tunguska. Auf 95, glaube ich, hier. 95, ich guck gerade mal. 95 und dann ein Stück weiter. 95, 173, glaube ich, war das. Hier, genau, hier war das. So, und dann fangen wir einfach mal direkt an. Ich habe jetzt drauf hier 15 Kilo Vorfach, 60 cm Fluorocarbon und den Weiko 25 Gramm 007 mit Ultra Treble FF1 Haken, also mit Puschelhaken habe ich jetzt hier dran. 25 Gramm wiegt der Köder, also müsst ihr mal gucken, welche Route ihr da nehmt. Also ihr solltet am besten schon auf 80 Meter rauswerfen. Und wir werfen jetzt hier so schräg rüber. Mal kurz mit der Maus hier. Wir werfen jetzt hier so schräg ein bisschen rüber, dass wir so in den tieferen Bereich hier hinten reinkommen, ne? Also volle Kanne auswerfen. Und dann hier 20er Einholgeschwindigkeit. 20er Einholgeschwindigkeit und dann einfach durchkurbeln, Leute. Einfach durchkurbeln. Es werden auch ein paar Seesaiblinge beißen. Aber hauptsächlich eigentlich nur Seesaiblinge und Dryaginsaiblinge. Ab und zu mal ein paar Barsche sind hier noch dabei. Ja, ansonsten hatte ich als Beifang auch noch einen Amo-Wels gehabt. Bin mal gespannt. Jetzt um 4 Uhr sollte es eigentlich auch schon losgehen mit den ersten Bissen. Also morgens hatte ich immer so die beste Bissfrequenz und dann so, ich sag mal so die erste halbe Stunde, die war auf jeden Fall deutlich ergiebiger. Und dann so, ja, so nachmittags, abends irgendwie, die Nacht, die war so eher ruhig und dann ging es morgens wieder los am nächsten Tag. Wie gesagt, also gut wäre auf jeden Fall, wenn ihr so auf 80 Meter rauskommt, wenn ihr ein bisschen weiter seid, ist auch gut. Wir sind jetzt hier auf der Karte, sind wir jetzt hier bei D3. Ich schmeiße die so ein bisschen rechts von den Steinen, so ein bisschen. Dass wir so ein bisschen ins Tiefe kommen. Da bin ich mal gespannt. Also Bremse müsst ihr ein bisschen aufpassen, ne, wie ihr die Bremse hier einstellt. Wie gesagt, gerade mit einem 15 Kilo Vorfach. Ne, nicht, dass ihr da gleich beim ersten Fisch gleich einen Abriss habt. Da kommt auch schon der erste Biss. Mal gucken. Jetzt keine Riese, aber ein kleiner Seesaibling. Ja, ist mit Haken wenigstens schon, also zum Glück nicht zu klein. Hatte gestern, glaube ich, insgesamt, glaube ich, 10 Dryagin in so Stunde 10, Stunde 15. 10 Dryagin gefangen. Und waren zwar auch ein paar kleinere Dryagins dabei. Und ja, und die größeren waren dann nachher so zwischen 1 und 4 Kilo. Okay, was ist das jetzt hier? Haben wir den ersten Dryagin, 553 Gramm. Da müssen wir noch ein bisschen größer werden, wa? Da müssen sie noch ein bisschen größer werden. Oh, jetzt haben wir einen besseren. Ah, ist noch nicht ganz in der Bremse, aber der könnte Chatgröße sein. Den sehen wir jetzt auch erstmal, glaube ich. Oh, oha. Ist der jetzt an der Kante oder was? Da ist bestimmt eine Kante, Leute. Ja, da wird bestimmt eine Kante sein. Ja, jetzt lässt die Spannung schon wieder nach, ja. Gucken, was da jetzt kommt. Schon wieder eine Kante hier. Oder ist der Fisch so stark? Nee, oder? Nee. Ja, was kommt denn da jetzt? Ist aber schwer, ne? 35 Meter noch. Gucken, ob das Seesaibling oder Dryagin ist.
Na, was kommt da? Ja, es ist ein Seesaibling, ne? Ja. Ja, der ist auch gar nicht so groß, ne? Doch, 4,2. Ah ja, 4,2. Okay. Jetzt scheint so ein bisschen anzulaufen. Jetzt scheint das doch ein bisschen anzulaufen. Aber krass, ne? Mit 4 Kilo. Also entweder waren das jetzt wirklich Kanten, wo er da irgendwie vor war. Krass. Deswegen, ich bin mal gespannt, wenn hier wirklich mal so ein Trophy-Nähe-Gewicht beißt. Das wird ein schöner Drill, ey. Oh, oh. Mal, jetzt geht's aber wirklich los hier. Und da, Dragines. Gucken. Ich sehe die Schnur gar nicht. Da, ne? Na? Ja, Dryagin. Der ist nicht schlecht. Oh, 3,1. Aber schön. Ich finde auch schade, dass der keinen Seltenheitstag hat. Aber schöner Fisch, oder Leute? Schöner Fisch. Na siehst du, läuft doch. Läuft doch. Na siehst du, jetzt geht's langsam los. Wie sagt man immer so schön, Geduld ist eine Tugend, ne? Ha. Das ist ja auch am Kupfersee so, ne? Am Kupfersee dauert das manchmal auch so 10 Minuten, bis der Spot dann richtig angefüttert ist. Bis da die ersten Fische dann kommen. Da haben wir doch schon mal einen schönen Drögin gehabt. Und da jetzt? Oh, noch ein Drögin, lol. Alter. 4,066. Eieiei, ist schon fast mein PB hier. Da haben wir doch schon fast den PB schon wieder geknackt. Eieiei. Der war schon nicht schlecht, ey. Der war doch schon nicht schlecht. So. War krass, wie jetzt auf einmal die Frequenz losgeht, ne? Krass. 40 Meter. Noch ein Drück. Ne, jetzt kommt. Das ist ein Seesaibling. 1,5. Siehst du, jetzt läuft es doch hier. Jetzt haben wir in 4 Minuten hier 5 Fische gehabt. Das passt doch. Wie gesagt, die Wurfweite hängt auch immer von der Rolle ab, ne? Was die Rolle quasi auch für ein Wurfgewicht hat. Und auch natürlich von der Route. Ne? Und natürlich, wie schwer ist der Köder. Ne, da müsst ihr mal gucken, dass ihr halt mit der Route und einer passenden Rolle halt auf 80 Meter rauskommt. Ah, der ist ein bisschen zu klein. Aber ein Drögin. Die sind auch hübsch, ne? Die sind aber auch hübsch, ey. Ja, 1,7, noch nicht ganz Chatgröße, aber schon nicht schlecht.
Da was Kleineres nochmal zwischendurch. Da kommt ein Flussbarsch. Ihr seht ja, ne, mit dem Durchkurbeln funktioniert gut. Also klar, man könnte sich jetzt noch... Man könnte mal probieren mit Jiggen oder mit Stops zwischendurch und so weiter. Ne, dass man einfach mal den Köder mal ein bisschen absinken lässt auf Grund und dann weiter kurbelt. Haben wir ja früher auch gemacht. Und nachts, also nachts würde ich hier komplett, glaube ich, auf Grundrute umbauen. Also nachts mit Spinning hier, da geht nicht viel. Vielleicht mit Grundrute, vielleicht nochmal Glück auf dem Amo-Wels, ne, sind da hier auch oben in dem See. Manchmal ist es ja auch, dass der Fisch dann hinterher schwimmt. Und genau in dem Moment, wenn man dann gerade mal einen Stop zufälligerweise macht, dass er dann halt beißt. Erstmal Käffchen hier morgens muss sein. Schön von meinem Kaffeeshop-Partner. Kaffeeshop E-Spezial. Schön Espresso mit Cappuccino, also Espresso-Bohnen. Und dann mit Milchschaum Cappuccino gemacht. Wie gesagt, wenn ihr auch mal Bock habt auf einen richtig geilen Kaffee, kann ich euch auf jeden Fall meinen Partner Kaffeeshop E-Spezial empfehlen. Link dazu ist unten unter dem Video in der Beschreibung, wenn ihr da mal bestellen wollt. Wichtig wäre halt, wenn ihr über den Link bestellt, vielleicht noch zusätzlich erwähnen, dass ihr von mir kommt. Also schöne Grüße vom Underwater Frank. Und dann kriegt ihr auch nochmal ein paar schöne Pralinen dazu. Ein bisschen extra nochmal, wenn ihr mich erwähnt. Wie gesagt, am Ende der Bestellung könnt ihr noch einen Kommentar verfassen und da dann einfach schöne Grüße vom Underwater Frank. Wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und wie gesagt, das ist ein regionales Kaffeeunternehmen. Die haben hier 2 Läden, einen in Wismar, einen in Rostock. Und die rösten hier auch in Wismar. Und ist auch Fairtrade. Also wie gesagt, schaut da mal gern vorbei. Auch schöne Geschenkideen immer mal sind da auch gut mit dabei. Also viele freuen sich ja auch mal über einen leckeren Kaffee, wenn man den mal geschenkt bekommt. So, was haben wir denn hier jetzt? Nochmal. Oh, eine arktische Esche. Hier einer der neuen Fische an der Belaya. Einer der neuen Fische von der Belaya haben wir jetzt mal gefangen. Schön. Bin ja mal gespannt, ob das Update von der Belaya jetzt vielleicht sogar schon zu Weihnachten kommt. Da bin ich natürlich gespannt, ob die das so schnell hinbekommen oder ob die schon so weit sind. Wäre natürlich cool. Das wäre natürlich cool, ja. Mich würde auch mal interessieren, ob denn an der Belaya auch noch andere Fische mit drin sind. Einige hatten sogar schon überlegt, also dass der andere Fisch könnte ja die kleine Bodenrenke sein. Aber einige hatten sogar überlegt, ob sie auch noch mal so ein paar, sage ich jetzt mal, Belaya eigene Fische, vielleicht so ein Belaya Fältchen oder sowas noch mit reinmachen. Das wäre natürlich auch geil. Schauen wir mal, was sie da für uns bereithalten mit dem Update. Oh, da kommt nochmal ein Aaland oder was? Ein Aaland. Egal, wir nehmen alles mit hier. Alles mitnehmen hier. Alles mitnehmen. Einen schönen Dryagin nehmen wir noch mit hier. Vielleicht noch mal meinen PB knacken. Das wäre gut. Dass wir uns so ein bisschen steigern bis an die 10 Kilo Marke. Bis dann vielleicht mal irgendwann der Trophy kommt.
Weiß gar nicht, wie viel Meter Schnur habe ich jetzt hier drauf. 477, ja. Da kann der Fisch auf jeden Fall erstmal eine Weile schwimmen. Falls wir mal einen größeren bekommen. Da hat er auf jeden Fall genügend Schnur. Ah, jetzt gegen Mittagszeit wird schon ruhiger, ne? Merkt man jetzt so ein bisschen, ne? Bisschen ruhiger wird's jetzt. Ich lege mir hier immer was Schweres auf die Einholtaste. Ich habe mir hier die Einholtaste auf 0 gelegt von früher noch. Und dann lege ich immer mein Zippo rauf. Wenn er hier die 80 Meter einkurbelt. Das ist ein entspannter. Wie gesagt, wenn man eh nur durchkurbeln muss, das habe ich an der Belaie auch mal so gemacht. Wenn er eh nur durchkurbelt und die Bisse kommen, also klar, wenn man jetzt Schickführung macht oder so oder mit Stops, dann bringt das natürlich nichts, aber gerade so bei 80 Meter. Ja, da bin ich ja mal hier. Scheint jetzt auf jeden Fall gerade wieder weniger zu werden. Gerade zur Mittagszeit ist ja meistens so an den Gewässern. Also ich finde hier, der Spot läuft wirklich morgens am besten. Direkt frühs. Oh, okay. Machen wir nochmal besseren, ein bisschen besser. Gucken wir mal, was das jetzt hier ist. Ah, nochmal ein Seesaibling. 2,4. Ah, nochmal was Kleineres. Das wird wahrscheinlich wieder ein Flussbarsch oder sowas sein. Vermutlich. Ne, was ist das? Babyseesaibling. Okay. Wieder zu klein. Oh, Seesaibling. Also Hechte habe ich jetzt hier zum Glück noch nicht so viele gehabt. Dass man jetzt Angst haben könnte, dass er jetzt hier irgendwas abgebissen wird oder so. Hier, der Chriso hat gerade einen schönen Prosopium gefangen. Auch ein sehr hübscher Fisch, ne? Also Prosopium finde ich auch mega gut. Der fehlt mir auch noch als Trophy. Ja, gut. Ich würde sagen, wünsche euch auf jeden Fall viel Glück hier an dem Spot. Ist auf jeden Fall mal wieder ein guter Spot für Dryagin. Wenn vielleicht mit Glück jemand den noch als Trophy zieht. Danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich werde, denke ich mal so, ja, Montag, Dienstag bin ich auch wieder live auf Twitch, denke ich. Mal schauen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen 3. Advent. Und ich habe auch gerade schon gesehen, die Bulli macht hier nachher einen schönen Stream um 14:30 Uhr. Da könnt ihr doch mal gerne vorbeischauen. Ein paar schöne Preise abkassieren, ein paar schöne Turniere mit der netten Bulli.
Ne, probiert's, schaut da mal gerne vorbei auf Twitch, ne? Werbung ist auf jeden Fall im Ingame-Chat drinne. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Und viel Glück euch, auch bei der Dryaginjagd, dass ihr da vielleicht nochmal einen Trophy rausholt. Guck mal, da kommt auch nochmal ein schöner Biss hier zum Abschluss. Den nehmen wir noch mit. Und wie gesagt, wer mich gerne auch mal live sehen möchte, gerne mal unter dem Stream in der Beschreibung Twitch TV _Frank. Immer eine nette Runde im Stream, entspannt, gechillt ein paar Turniere machen. Oder wer auch gerne mal im Discord vorbeischauen möchte, kann dies auch gerne tun. Discord-Link ist auch in der Beschreibung drin. Gut, das soll es denn gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Euer _Frank. Tschüss.